ab 25 gilt als Übergewicht und ab 30 gilt als Fettsucht und Adipositas. Ja, so viel dazu. Es gibt auch eine neue Möglichkeit, ja, das zu definieren, der sogenannte Taille-Hüft-Quotient. Der sollte bei Frauen bei 0,8 liegen und bei Männern 0,9. So, was sind die Hauptursachen dafür? Es gibt die primäre Ursache und die sekundäre. Die primäre Ursache ist natürlich unser gestörtes Verhältnis zum Essen, ja, dass wir zu viele Kalorien zu uns nehmen. Das ist eine primäre Ursache. Wie gesagt, durch unser Stress, man arbeitet 10 Stunden, die Ernährungsindustrie passt sich natürlich auch an und bietet immer schnellere Möglichkeiten, um satt zu werden, was natürlich für unseren Körper dramatisch ist, ja, weil unser Körper braucht natürlich 5-mal am Tag Obst und Gemüse, 2 bis 3 Liter Flüssigkeit und die ganzen Vitamine und Mineralien. Und die fehlen natürlich durch dieses gestörte Essverhalten. Sekundäre Ursachen können zum Beispiel sein Krankheiten. Ja? Zum Beispiel ja, eine Stoffwechselerkrankung, Schilddrüsenerkrankungen oder Tumore oder andere Erkrankungen, dann psychosomatische Erkrankungen, auch psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depression, schwere Depression. Auch diese Patienten müssen Medikamente einnehmen, die dann auch unser Hungermechanismus fördern. Und dann gibt es auch grundsätzlich Medikamente, die den Stoffwechsel minimieren, zum Beispiel Beta-Blocker, und dann nehmen die Patienten auch zu. Ja, man muss gucken, woran es liegt. Ja? Und wenn man die Ursache kennt, kann man auch die Fettsucht auch viel besser behandeln. Die Behandlungsform, da gilt es, wie gesagt, unsere Ernährungsstruktur zu ändern. Ja? Was können wir tun? Wir können mehr Sport machen, wir können 3-mal 20 Minuten in der Woche Sport betreiben, eine Sportform, die uns gefällt, ja, die dir gefällt, und da musst du gucken, was für dich in Frage kommt. Dann unsere Ernährung umstellen, das heißt einbauen aktiv Obst und Gemüse, und nicht erst, wenn wir Hunger haben, und auch alles vorbereiten. Ja, wenn wir unsere Ernährung vorbereiten, dann sind wir nicht unseren Gelüsten ausgesetzt. Deshalb wichtig ist, eine Struktur einzubauen: Sport, Ernährung, Flüssigkeit, gesundes Essen. Da gilt natürlich immer noch die Ernährungspyramide als Vorbild. Das heißt, unsere Energiezufuhr einschränken und weniger Energie zu uns nehmen und mehr Energie verbrauchen, und dadurch haben wir eine Gewichtsreduktion sozusagen stabilisiert. Die Ernährungsumstellung bedeutet aber auch, die fängt meistens im Kopf an und nicht nur hier im Mund. Erst hier anfangen, dann ist sozusagen der Rest eigentlich mehr oder weniger ganz leicht gemacht. Aber wenn es hier oben noch nicht sozusagen funktioniert, dann kann es auch nicht zu den anderen Optionen, anderen Möglichkeiten kommen. Süßigkeiten, ja, natürlich das Thema Süßigkeiten. Ohne Süßigkeiten können wir nicht leben, aber wenigstens können wir die Süßigkeiten aussuchen und in kleinen Portionen zu uns nehmen. Letztendlich durch die medizinischen Möglichkeiten, zum Beispiel gibt es auch Möglichkeiten der Tablettenform. Ja, man kann, wenn das versagt hat, kann der Arzt kommen und sagen, ich gebe Ihnen eine Tablette oder irgendetwas, was medizinisch die Gewichtsreduktion herbeiführt. Das kann aber langfristig zu einem Jojo-Effekt führen, wenn wir das wieder absetzen. Ja? Also wie gesagt, Ernährungsumstellung, dann eventuell Medikamente, aber unter medizinischer Kontrolle und nur unter Aufforderung. Das heißt, nicht bitte selbst Arzt spielen. Und da gibt es verschiedene Formen. Da gibt es Tablettenform, Injektionsform einmal die Woche, und am besten natürlich erstmal auf Natur zugreifen. Ja, da gibt es in den Reformhäusern Ballaststoffe und viele Sachen auch, die den Hunger dämpfen auf Naturbasis. Ja, die sollte man erstmal ausprobieren. Wenn das versagt hat, gibt es noch auch die Option, als letzte Option, wenn alle Stricke nicht mehr funktionieren oder gerissen sind, gibt es die Option der Magenoperation. Aber das, wie gesagt, ist die letzte Möglichkeit, wenn der Arzt mit dem Patienten zusammen diese Möglichkeit durchgeht, und als letzte Option, um seine Gesundheit zu fördern oder um seine Gesundheit zu unterstützen. Ja? Eine ärztliche Behandlung, wie gesagt, ist das A und O, ja, wenn man nicht mehr alleine damit zurechtkommt. Zusätzlich gibt es natürlich auch
Selbsthilfegruppen, da gibt es Kuren, da gibt es Organisationen, da gibt es Vereine und da gibt es auch Gruppen, ja, und Selbsthilfegruppen, Diätgruppen, die auch euch langfristig unterstützen. Und wenn das nicht geht, gibt es auch die psychosomatische bzw. die psychologische Unterstützung, zum Beispiel Hypnotherapie und andere Therapieformen, um diesen Selbstzerstörungsmechanismus zu unterdrücken. Ja? Ja, soweit, so gut. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben in die Fettsucht, welche Möglichkeiten man hat, was sind die Ursachen und welche Therapieform es gibt dafür. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt sportlich und ja, folgt weiter meinen weiteren Videos und unterstützt mich dabei und ich bedanke mich dafür. Euer Dr. Majid. Stay safe, stay healthy.